Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir sind vor ungefähr 2,5 Stunden hier an unserem Stellplatz angekommen, direkt neben der Kirche. Die sieht man hier, hinterm Auto, hoffe ich. Und Sarah hat gerade die letzten 1,5 Stunden, glaube ich, das Essen für Rio gekocht, weil der Bauchprobleme hat. Und deshalb Reis, Kartoffeln, Karotten mit Hühnchen gekriegt. Und ich habe Video geschnitten, aber wenn man jetzt mal rausschaut, dann haben wir einen fantastischen Ausblick da hinten auf Kalamata und können jetzt dann noch den Sonnenuntergang genießen, wo jetzt eindeutig die falsche Belichtung gerade da ist. So. Und genau, bei dem Sonnenuntergang werden wir jetzt Abendessen und morgen schauen wir mal, wie weit wir dann auf die Mani-Halbinsel fahren. Also auf den Finger unten bei Peloponnes. Ich habe gerade gesehen, dass man die Kirche nicht sieht. Deshalb hier nochmal die Kirche. Und ja, ist wirklich ganz schön. Und laut Park4Night ist hier auch recht wenig Verkehr in der Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen aus Kalamata. Ja, südlich von Kalamata. Wir fahren heute weiter auf den Mani-Zipfel nach Süden und werden wieder einen Stellplatz direkt am Meer haben. Und auf dem Weg befindet sich eine kleine Schlossruine oder ähnliches. Laut Karte gibt es keinen direkten Weg, aber wir schauen mal, dass wir dorthin wandern können von der Straße aus oder ob wir das überhaupt erreichen können. Genau. Und sonst wird es eine Querfeldeinwanderung mit Rio. Am Stellplatz angekommen wird es dann auch wieder eine in fußläufiger Reichweite eine Ruine einer Kapelle geben. Und ja, sonst genießen wir einfach die Natur und hoffen, dass nicht allzu viel los ist, weil hier an vielen Stellplätzen doch mehr Camper da sind. Camper und viel Camping auch verboten. Ja, und jetzt gibt es aber erstmal Frühstück. Ja. Tee und Kaffee wird schon aufgesetzt. Für mich Müsli und für die Sarah Brot, Zwieback mit Marmelade, Käse und so weiter. Wenn man kein Toast mag, muss man Zwieback essen. Nein, das ist nicht unser Hund. Also wir haben es gerade gefunden. Schaut auch toll aus von außen, aber hier können wir definitiv nicht stehen bleiben. Wir stehen hier halb noch auf der Straße. Das ist kein Parkplatz, das ist eine, ja, wie so ein Feldwegzufahrt eher und ja, für unser Auto nicht geeignet. Wir fahren ein Stück weiter hoch und schauen, ob wir dort parken können und wieder hierhin zurückgehen können. Ja. Schaut aus wie die Zufahrt zum Olivenhain. Wir müssen gerade wieder umdrehen, weil ich uns in ein Kakteenfeld gelotst habe. Aber wir sind der ganzen Burg schon so nahe. Und am Anfang dachten wir kurzfristig, bevor wir geparkt haben, dass wir hier gar nicht hin können, weil wir nur die Ruine da oben gesehen haben. Und wir uns dachten, boah, so weit hoch wollen wir nicht laufen. Aber dafür gibt es ja noch die direkt neben der Straße, wenn wir den Weg finden. Und die Sarah hat, wie es scheint, den richtigen Weg gefunden. Komm, geh vor. Mal schauen, wie es drin ausschaut. Komm. Vor sowas hat er komischerweise keine Angst. Aber es ist deutlich kleiner, als man von draußen denkt. Man sieht so gut wie nichts, aber in dem Raum ist unten Wasser und oben ist ein Loch.
Jetzt nach der Burgruine geht es weiter zu unserem Stellplatz. Jetzt haben wir noch 76 Kilometer vor uns und ja, fahren hier den zweiten Finger runter. Es ist mittlerweile kurz vor 1 und wir haben die Hälfte der Strecke fast geschafft. Jetzt mussten wir nur eine Pause machen, weil Rio und Sarah aufs Klo mussten. Aber hier gibt es einen Picknickplatz oder einen Rastplatz mit einem richtig geilen Ausblick. Und zwar dem hier. Wir sind jetzt an unserem Stellplatz angekommen. Wir wissen aber noch nicht, ob wir jetzt noch oder erst morgen zur Ruine hintergehen. Und das hängt alles vom Sonnenuntergang nachher ab. Ob wir da Sonne haben oder nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Rio tobt gerade im Auto, weil er nicht raus darf. Aber wir verschieben die Kapelle auf morgen und duschen stattdessen. Ich habe schon geduscht, Sarah ist jetzt dran. Und morgen geht es dann in der Früh zur Kapelle. Rio? Guten Morgen und jetzt ist es endlich soweit, dass wir zur Kirche gehen. Noch sind wir ganz alleine am Stellplatz. Ich hoffe, das bleibt so, aber ich glaube, es verteilt sich eh hier. Zum Glück geht es hier nicht weit runter, sonst würde meine Höhenangst hier kommen. Wir sind schon da. Oh ja. Hier unten ist jetzt die Kirche und neben der Kirche sind Höhlen, wo anscheinend früher drin gewohnt wurde. Ich stehe jetzt vor so einem Eingang. Ich hoffe, man sieht alles, weil es recht dunkel ist. Aber da sind dann nach unten Durchgänge. Ich weiß nicht, ob das Feuerstellen waren oder wirklich einfach Durchgänge. Und davon gibt es jetzt mehrere. Und hier vorne, das ist alles zugemauert zum Teil, bis auf Eingänge. Das ist ziemlich cool. Vor allem mit einem Ausblick wie dem hier. Ich würde mal sagen, die wussten früher, wie man wohnt.
Google haben wir gelesen, dass einer geschrieben hat, das älteste Datum, was er gefunden hat, war von 1888 von der Kirche. Ich vermute, dass es älter ist, aber mehr Informationen haben wir nicht gefunden. Und jetzt geht's dann zurück zum Auto. Wir sind jetzt gerade von der Kirche wiedergekommen und werden jetzt frühstücken. Und danach geht es dann weiter zum nächsten Stellplatz. Das ist in 10 Kilometer. Ja, es ist nicht weit. Wir würden gern direkt am Meer stehen und der nächste, den ich jetzt rausgesucht habe, der ist eben direkt am Meer. Ja. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier am Meer stehen. Also vom Bild her war es ja am Meer, ist ja auch. Aber man kann halt nicht reingehen. Ja, genau. Und nachdem die Sonne scheint, vielleicht gehen wir sogar schwimmen. Wie man hört, es hagelt gerade. Wir wollten eigentlich heute weiterfahren, aber wir wissen noch nicht, ob wir es wirklich machen. Weil das Wetter ist echt sehr bescheiden. Es gibt Besseres im Camper. Seit der Reise habe ich mir vorgenommen, Socken stricken zu lernen, weil das meine Oma gemacht hat. Meine Mama hat es weiter übernommen, die Tradition, und jetzt bin ich dabei. Normal ist es so, dass ich es immer anfange, ein halbes Jahr liegen lasse und nicht mehr weiß, wie es geht. Und gestern habe ich meinen ersten Socken auf der Reise fertiggestellt. Bei der Spitze, also Tobi hat gesagt, ich soll es anprobieren. Dann musste ich fuddeln, weil auf einmal ist der Socke aufgegangen und dann habe ich einfach die Maschen genommen und habe einfach einen Knoten gemacht. Und jetzt gesehen, dass man es nicht sieht. Genau, fertig ist Nummer 1 und Nummer 2 ist gerade in Arbeit. Ja, es regnet heute bisher fast den ganzen Tag. Die Regenpausen haben wir genutzt, um an den Küste oder an dieser Steinküste hier entlang zu gehen und mit Rio ein bisschen zu klettern. Und gestern Abend hatten wir hier noch total den Partybus, weil unser Schwager live übers Internet, war ein Livestream, oder? Ja, in Twitch. In Twitch aufgelegt hat und wir uns das angehört haben und dazu getanzt haben. Das seht ihr hier oder hier. Genau, und ansonsten ist hier super viel Stille, aber ist auch nicht verwunderlich, wir stehen hier neben dem Friedhof. Während die Sarah strickt, schaue ich mal, ob es mittlerweile dicht ist und sich das Ganze von selbst gelöst hat. Das haben wir von anderen erfahren, dass bei ihrem Bus oft Probleme sind und irgendwann löst sie es von allein. Die lassen die Sachen beim LT immer und irgendwann ist es von allein gelöst. Ist alles nur nass kalt. Nass oder kalt? Kalt. Okay. Aber wie gut, dass wir viel zu viele Klamotten eingepackt haben. Es ist trocken. Rio möchte hier auch hin. Ich finde das gerade ganz toll, was du machst. Ich würde sagen, das ist alles trocken. Trocken? Also, wir wissen noch immer nicht, wann wir einen Wassereinbruch haben. Aber wir haben nichts angepasst. Bei Regen, vor allem das ist die Wetterseite, kam jetzt nichts rein. Beim Wasserauffüllen kam nichts rein. Rio, das ist jetzt gerade unpraktisch. Und ja, mal schauen, wann es wieder das nächste Mal reinkommt. Und ob wir auf der Reise, die hoffentlich noch lange andauert, das Leck noch finden und flicken. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Monster hier. Sie hat ein kleines Monster hier, ich finde es nicht. Sag doch, wo sieht man das denn? Ich weiß nicht, wo wir es einblenden. Ich würde es auf der Seite einblenden.
Das sieht man hier.